Ball ist eigentlich auch cool, aber keine Pumpe dabei. Wir sind hier im Hochboldinger Forst und wir pflanzen Bäume und natürlich für einen guten Zweck. Ja, mir ist genauso. Aber ich merke schon, wie es so langsam so zusammengeht. They keep on saying, we'll find your straight way, 24 hours a day. Christina Hering, 800 Meter. Franka Henseleit, Triathlon. Nicht aufsteigen und so machen, kann ruhig ein bisschen locker drin sein, außenrum Erde und oben drüber Erde. Das ist eigentlich alles, das ist keine Hexerei. Wir sind hier im Rahmen des Projekts Count and Last, weil wir wollen ja auch die Nachhaltigkeit leben und deswegen haben wir heute Bäume gepflanzt. Im letzten Monat wurden Kilometer gesammelt über die Plattform Strava, also Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und die Kilometer konnte man dann sozusagen aufzeichnen und dann in der App hochladen. Und für jeden Kilometer oder für alle gesammelten Kilometer, wir haben knapp 69.000 Kilometer gesammelt oder sogar ein bisschen drüber, wurden jetzt eben 1000 Bäume gespendet, die wir jetzt pflanzen. Das Anstrengendste ist tatsächlich immer, erstmal das Moos und alles wegzubekommen, bevor man das Loch sticht. Aber ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Und manchmal sind noch Wurzeln da. Muss man dann ein bisschen anderen Platz suchen. Aber ich glaube, hier habe ich Glück. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, der Gesellschaft zu zeigen, dass große Sportevents nicht nur, da geht es nicht nur um den Sport, sondern es soll auch einfach ein rundum tolles Projekt sein. Und deswegen ist es auch wichtig, in der heutigen Zeit die Nachhaltigkeit da mit zu bedenken. Und deswegen finde ich persönlich, dass es eine super Idee ist, dass wir jetzt sozusagen auch als kleinen Countdown bis nächstes Jahr ganz viele verschiedene Projekte haben und man dann, glaube ich, auch für sich persönlich sieht, was man eigentlich alles machen kann. Weiter geht's. Wir hatten jetzt gerade schon 800 Bäume, alle sind richtig motiviert. Wir sind jetzt auf eine neue Lichtung noch gegangen oder so ein neues Waldstück und machen da gleich weiter. Mal ein bisschen gucken, was er noch gerade ist. Alma Bestvater. Klettern. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Oh, ich habe voll die sicke Idee. Die passen hier manchmal nicht. Richtig ungünstiger. Count and Last ist die Nachhaltigkeitsinitiative der European Championships und beinhaltet die Nachhaltigkeitsstrategie und noch 12 weitere Projekte. Wir haben bei der Franka und der Christina ja schon das Baumpflanzen gesehen und ich packe heute mit meiner Trainingspartnerin Leonie Geschenke für das Weihnachtsprojekt ein. Oh oh, das war wirklich meine Intention. Das Geschenk einpacken, würde ich sagen, war die erste große Problematik, erstmal den Karton so zu verpacken, dass er nicht ganz hässlich aussieht. Ich hatte ein bisschen Glück, weil mein Geschenkpapier war sehr schön. Naja, gut. Naja, wie auch. Also zu genau darf man das nicht angucken. Das erste Projekt hat sich um die Barrierefreiheit gekümmert und da wurden 22.000 Legosteine gesammelt, aus denen dann Rampen gebaut wurden. Passen hier manchmal nicht. Diese richtig ungünstige Situation. Es
war gar nicht so einfach, dass man da einen schönen Ablauf hinbekommen hat, weil wir sehr viele unterschiedliche Teile hatten, die alle so ein bisschen... Also man musste schon ein bisschen bauen, dass es irgendwie zusammengepasst hat alles. An einem Aktionstag wurden 6 Rampen aus diesen Lego-Steinen gebaut und die können eben jetzt genutzt werden und werden auch bei den European Championships zum Einsatz kommen. Aber vor allem sollen sie natürlich Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, was gut funktioniert, weil die halt auch einfach bunt sind. Ich bin den Fehler korrigiert. Das nächste Projekt war dann das Tischtennisprojekt, wo der längste digitale Tischtennisballwechsel gefilmt wurde und für jeden Schlag wurden automatisch 4 € gespendet. Also glücklicherweise für Alma und mich zählt ja immer nur ein Ballwechsel und unser Ziel mit den 1000 Einsendungen wurde sogar übertroffen und wir haben sehr viele tolle Videos mit Bratpfannen und so weiter und so fort bekommen. Die Spenden gehen dann an das Slum-Ping-Pong-Projekt, was ja eigentlich jeder Class of 22-Schauer kennen müsste durch Sabine Winter, die da sehr aktiv ist. Und dadurch wird den Kindern einfach die Freude am Sport vermittelt und die Bildung gefördert. Projekt Nummer 4 ist dann das Geschenkeprojekt und dabei geht es eigentlich nur darum, Geschenke zu packen mit einem sportlichen Inhalt, also Trikots, Bällen, Frisbees oder Ähnlichem und die Geschenke werden dann nach Osteuropa verschickt. Oh, sick, guck mal, Boxhandschuhe. Ja, die sind von Stascha. Stascha ist ja aus Serbien und sie meinte, sie hat früher als Kind auch so Pakete bekommen und sie hat mir alles gegeben, was sie damals gern gehabt hätte. Also Boxhandschuhe, natürlich. Natürlich. Wir haben heute die ersten beiden Pakete gepackt und wenn ihr noch mitmachen wollt, dann könnt ihr das gerne machen und eure Pakete an den Olympiapark schicken. Wichtig ist dabei nur, dass ihr die Pakete nicht zuklebt, sondern nur mit 2 Gummibändern verschließt. Und alle Infos dazu findet ihr auch auf der Website. Weihnachten kann kommen. Fertig. Simon Henseleit, Triathlon. Franka Henseleit, Triathlon. Tu mal so Zeug raus, also Küchenwaage, dann Schüsseln. Eine zweite Schublade unten. Bei uns gibt es heute eine große Plätzchenbackaktion. Wir machen 2 verschiedene Sorten. Einmal Spekulatius oder Spekulatiuskekse und einmal Vanillekipferl. Und für die bin ich auch zuständig. Die Dinger immer 250, oder? Ne, sind 200. Alter, da kommt der ganze Butter rein. Geil. Also einmal brauchen wir 280 Gramm Mehl, dann 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, gleiche Anzahl 50 Gramm gemahlene Mandeln, 70 Gramm Zucker, 4 Päckchen Vanillinzucker, eine Prise Salz, 2 Eigelb, 200 Gramm kalte Butter und am Ende dann 200 Gramm Puderzucker, wenn es so aussehen soll. Kann man natürlich aber auch weglassen. Einfach alle Zutaten zusammenschmeißen, bis auf den Puderzucker noch nicht. Und einfach mit der Hand verkneten, dass dann so ein schöner, bunter, glatter Teig entsteht. Das Wichtigste, kein Gramm Teig verschwenden. Für 45 Spekulatiuskekse haben wir 270 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 2 Teelöffel Spekulatiusgewürz, eine Messerspitze Backpulver, 100 Milliliter Milch, 100 Gramm Butter und 200 Gramm gehobelte Mandeln. Also, wie wird's bei dir? Schon besser, aber... Soll ich mal machen? Ja. Das sieht schon echt trocken aus, oder? Ja. Ich war nochmal nach. Ja, ich habe eventuell nur die Hälfte am Futter reingetan. Und habe mich gewundert, warum der Teig überhaupt nicht sich verkneten lässt. Ich glaube, ich habe nur 50 Gramm Butter rein, habe ich doch gerade gesagt, oder? Ja, das sieht auch noch 50, also das ist ja nicht die Hälfte. Das ist ja Ja, kommt 100 Gramm rein? Ja, dann mach noch mal was rein. Eine Stunde im Kühlschrank so in Frischhaltefolie gewickelt, einfach ein bisschen ruhen und dann geht's weiter.
Jetzt haben wir die gekühlten Teige, Teigarten. Jetzt geht es ans Formen, also eigentlich die hauptsächliche Arbeit steht noch an. So ungefähr Bleistiftig, oder? Was ist denn du für Bleistift? Noch dünner. Ja. Das Buch sagt, bleistiftige Stränge rollen und jeden Teigstrang in ca. 5 cm lange Stücke schneiden und die Enden etwas dünner rollen und zum Schluss muss man dann diese kleinen Hörnchen biegen, aber das wird nicht näher erläutert, also folgen wir mal den Anweisungen, so wie es drin steht. Simon, sag mal, hast du da voll den ganzen Vanillezucker da reingehauen? Das sind 4 Päckchen. Die sind auch für jetzt noch zum Wenden. Bitte den restlichen Vanillezucker mischen. Ups, ja. Und dann ab in den Ofen bei 160 Grad Umluft für 1 Stunde. Bist du sicher? Ich bin ganz sicher, dass da 10 Minuten steht. Und die 1 Stunde? 1 Stunde, wenn man sie ein bisschen geröstet haben will. Also, dann ist jetzt das erste fertig. Ja, wenn sie geschmacklich gut sind, dann passt schon. Also jetzt machen wir damit den Spekulatius weiter, oder? Ja, ich habe den Teig schon ausgemacht. Der Teig, der wird dann ganz dünn ausgerollt. Also wir versuchen mal 3 mm und dann in Rechtecke geschnitten. Und die werden dann auf die Mandeln gelegt. Dann wird es ein bisschen mit Milch bestrichen und dann kommt es noch 8 Minuten in den Ofen. Also besonders schön sind sie nicht, aber solange sie schmecken. Oh. Perfekt. Bisschen locker. In der Aber Konsistenz. so soll es doch sein. So soll es sein, okay. Zerfallen, sobald sie im Mund sind. Aber davor noch nicht. Aber ich spüre, Spekulatius sind geil. Auch. Weiß noch eins. Also, erfolgreiches Plätzchenbacken. In dem Sinne, wir lassen es uns jetzt schmecken und euch allen da draußen frohe Weihnachten. Ja, genau, bis zum nächsten Mal.